Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen: Sonnenbrand und wie man ihn verhindern kann. Oh, das ist ein gutes Thema. Ich hatte schon einmal einen Sonnenbrand und das war sehr schmerzhaft. Ja, Sonnenbrand kann sehr wehtun. Er entsteht, wenn deine Haut zu viel Sonne ohne Schutz abbekommt. Ich erinnere mich, dass meine Haut rot und heiß war. Ich hatte sogar Blasen. Ich möchte nicht, dass das nochmal passiert. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich hatte letzten Sommer auch einen Sonnenbrand. Es war sehr unangenehm. Ich habe einige Möglichkeiten gelernt, um Sonnenbrand zu verhindern, und ich möchte sie mit dir teilen. Das ist großartig. Ich möchte lernen, wie ich meine Haut vor der Sonne schützen kann. Was sind einige Möglichkeiten, um Sonnenbrand zu vermeiden? Zuerst solltest du Sonnencreme verwenden. Sonnencreme ist eine Creme, die deine Haut vor den schädlichen Strahlen der Sonne schützt. Ich habe Sonnencreme im Geschäft gesehen. Wie benutze ich sie? Du solltest Sonnencreme auf alle ungeschützten Hautstellen auftragen, bevor du nach draußen gehst. Verwende eine Sonnencreme mit mindestens SPF 30. SPF bedeutet Lichtschutzfaktor. Je höher der SPF, desto mehr Schutz erhältst du. Ich verstehe. Ich werde daran denken, bei jedem Besuch am Strand oder im Park Sonnencreme zu benutzen. Das ist sehr wichtig. Du solltest auch alle 2 Stunden nachcremen, besonders wenn du schwimmst oder schwitzt. Was passiert, wenn ich vergesse, nachzucremen? Werde ich trotzdem Sonnenbrand bekommen? Ja, wenn du nicht nachcremst, kannst du trotzdem Sonnenbrand bekommen, auch wenn du am Anfang Sonnencreme aufgetragen hast. Es ist wie ein Schild, das den ganzen Tag über stark sein muss. Ich verstehe. Ich werde einen Timer auf meinem Handy einstellen, um mich daran zu erinnern, nachzucremen. Das ist eine gute Idee. Eine weitere Möglichkeit, Sonnenbrand zu verhindern, ist das Tragen von schützender Kleidung. Welche Art von Kleidung sollte ich tragen? Du solltest einen breitkrempigen Hut, Sonnenbrillen und langärmelige Hemden tragen. Leichte, lockere Kleidung ist am besten. Sie hilft, deine Haut zu bedecken und dich kühl zu halten. Ich trage gerne Hüte und Sonnenbrillen. Ich werde Kleidung auswählen, die mehr Haut bedeckt, wenn ich weiß, dass ich in der Sonne sein werde. Das ist klug. Versuche auch, wenn möglich, im Schatten zu bleiben. Wenn du draußen bist, suche nach Bäumen oder Sonnenschirmen. Ich sitze gerne unter einem Baum an einem sonnigen Tag. Es ist sehr entspannend und kühl. Ja, im Schatten zu bleiben hilft, das Risiko eines Sonnenbrands zu verringern. Du solltest auch deine Outdoor-Aktivitäten auf den frühen Morgen oder den späten Nachmittag planen, wenn die Sonne nicht so stark ist. Ich gehe normalerweise morgens in den Park. Das ist eine gute Zeit, um der starken Sonne zu entkommen. Genau. Die Sonne ist vor 10 Uhr und nach 16 Uhr weniger intensiv. Zu diesen Zeiten ist die Wahrscheinlichkeit, einen Sonnenbrand zu bekommen, geringer. Ich werde daran denken, die Uhrzeit zu überprüfen, wenn ich nach draußen gehe. Gibt es noch etwas, das ich tun kann, um Sonnenbrand zu verhindern? Ja, du solltest viel Wasser trinken. Gut hydriert zu sein hilft deiner Haut, gesund zu bleiben. Ich habe immer eine Wasserflasche dabei, wenn ich rausgehe. Das ist gut für meine Haut und meinen Körper. Richtig. Sei auch vorsichtig mit reflektierenden Oberflächen.
Sand, Wasser und Beton können Sonnenlicht reflektieren und das Risiko eines Sonnenbrands erhöhen. Das wusste ich nicht. Wenn ich an den Strand gehe, werde ich vorsichtiger sein und manchmal im Schatten bleiben. Das ist sehr weise. Selbst wenn du Sonnencreme verwendest, kann das Tragen eines Hutes und das Sitzen im Schatten zusätzlichen Schutz bieten. Ich habe heute so viel gelernt. Ich werde Sonnencreme verwenden, schützende Kleidung tragen, im Schatten bleiben und Wasser trinken. Ich freue mich, dass du diese Informationen hilfreich findest. Sonnenbrand ist schmerzhaft, aber mit diesen Tipps kannst du die Sonne sicher genießen. Danke, Anna. Ich werde auch meinen Freunden von diesen Tipps erzählen. Gern geschehen, Tom. Es ist wichtig, dass jeder weiß, wie er seine Haut vor der Sonne schützen kann. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn ich nach draußen gehe. Ich weiß, wie ich Sonnenbrand verhindern kann. Das freut mich zu hören. Denk daran, es ist besser, sicher zu sein und deine Haut zu schützen, als unter einem schmerzhaften Sonnenbrand zu leiden. Ich werde meine nächste Outdoor-Aktivität sorgfältig planen. Ich möchte die Sonne genießen, ohne mich zu verletzen. Ja, Planung ist der Schlüssel. Überprüfe vor dem Rausgehen das Wetter und den UV-Index. Der UV-Index zeigt dir, wie stark die Sonnenstrahlen sind. Wenn der UV-Index hoch ist, musst du besonders vorsichtig sein. Ich werde den UV-Index auf meinem Handy überprüfen, bevor ich nach draußen gehe. Das hilft mir zu entscheiden, ob ich zusätzlichen Schutz benötige. Genau. Du kannst auch entscheiden, an Tagen mit einem hohen UV-Index drinnen zu bleiben oder Aktivitäten im Schatten zu machen. Ich finde diese Idee gut. Ich kann ein Buch im Schatten lesen oder einfache Übungen drinnen machen. Das ist ein guter Plan. Die Sonne zu genießen macht Spaß, aber den Schutz deiner Haut zu beachten ist sehr wichtig. Ich fühle mich glücklich, diese Tipps von dir gelernt zu haben. Ich werde sie jedes Mal anwenden, wenn ich in die Sonne gehe. Ich teile diese Informationen gerne. Es ist wichtig, auf unsere Haut zu achten. Ich werde eine gute Sonnencreme mit mindestens LSF 30 und einen schönen Hut kaufen. Das ist ein guter Anfang. Wenn du einkaufen gehst, achte darauf, eine wasserfeste Sonnencreme zu wählen, wenn du schwimmen möchtest. Ich werde daran denken. Ich möchte meine Haut auch am Strand schützen. Ja, Wasser kann die Sonnenstrahlen verstärken. Daher ist es sehr wichtig, auch im Wasser Sonnencreme zu tragen. Ich habe heute so viel über Sonnenbrand und dessen Prävention gelernt. Danke, Anna. Gern geschehen, Tom. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist wichtig, Wissen zu teilen, damit wir alle sicher bleiben können. Ich werde auch meiner Familie von diesen Tipps erzählen. Ich möchte, dass alle sicher in der Sonne sind. Das ist eine wunderbare Idee. Je mehr Menschen über Sonnenschutz wissen, desto besser können wir alle Outdoor-Aktivitäten genießen, ohne uns zu verletzen. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet für meinen nächsten Strandbesuch. Ich werde Sonnencreme verwenden, meinen Hut tragen und im Schatten bleiben. Du wirst eine spaßige und sichere Zeit am Strand haben. Denk nur daran, alle 2 Stunden nachzucremen. Ich werde eine Erinnerung auf meinem Handy einstellen. Danke für den Rat. Gern geschehen, Tom. Ich helfe immer gerne. Die Sonne zu genießen ist gut, aber den Schutz unserer Haut zu beachten ist sehr wichtig. Ich stimme zu. Ich möchte viele sonnige Tage genießen, ohne die Schmerzen eines Sonnenbrands. Mit diesen Tipps kannst du genau das tun. Plane immer im Voraus und kümmere dich um deine Haut. Ich werde deinen Rat befolgen. Ich möchte gesund und glücklich sein, wenn ich draußen bin.
Das ist die richtige Einstellung. Lass uns die Sonne sicher genießen und andere daran erinnern, dasselbe zu tun. Danke nochmal, Anna. Ich habe heute viel über Sonnenbrand und dessen Prävention gelernt. Gern geschehen, Tom. Ich bin froh, dass wir diese Unterhaltung hatten. Lass uns immer daran denken, auf unsere Haut zu achten. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich freue mich auf viele sonnige Tage in der Gewissheit, dass ich geschützt bin. Ja, mit diesen Tipps kannst du die Sonne sicher genießen und Spaß im Freien haben. Ich habe heute auch viel von dir gelernt. Informationen zu teilen, macht uns alle besser. Ich stimme zu. Ich fühle mich besser vorbereitet für meinen nächsten Strandbesuch und andere Outdoor-Aktivitäten. Das ist großartig zu hören. Vorauszuplanen ist der Schlüssel, um sicher in der Sonne zu bleiben. Ich werde Sonnencreme verwenden, meinen Hut tragen und im Schatten bleiben. Ich werde auch den UV-Index überprüfen, bevor ich nach draußen gehe. Perfekt. Du hast einen guten Plan. Die Sonne zu genießen ist gut, aber den Schutz unserer Haut zu beachten ist sehr wichtig. Lass uns auch unsere Freunde und Familie daran erinnern, diese Tipps zu befolgen. Ich werde Ihnen erzählen, was ich gelernt habe. Gemeinsam können wir mehr Menschen helfen, sicher in der Sonne zu bleiben. Das ist der Geist. Danke für dieses nette Gespräch, Tom. Ich bin froh, dass wir über Sonnenbrand und dessen Prävention gesprochen haben. Danke, Anna. Ich schätze deine Hilfe heute sehr. Ich fühle mich jetzt sicherer und besser vorbereitet für sonnige Tage. Ich freue mich, das zu hören. Denk daran, es ist immer besser, sicher und vorbereitet zu sein. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über andere Gesundheitstipps oder Outdoor-Aktivitäten sprechen. Das klingt nach einer guten Idee. Ich lerne gerne neue Dinge und teile sie mit meinen Freunden. Ja, Wissen zu teilen hilft uns allen zu wachsen. Hab einen großartigen Tag, Tom, und genieße die Sonne sicher. Danke, Anna. Ich sehe dich bald. Ich freue mich auf viele weitere sonnige Tage mit gutem Schutz. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.